Hallo da draußen. Kurz gesagt, so wie es aussieht, werde ich mir mal jetzt eine Auszeit von Warhammer 40.000 gönnen. Und damit herzlich willkommen bei diesem Video. Ja, so wie es jetzt aussieht, ich habe mich dazu entschlossen, mal bis auf weiteres anscheinend jetzt eine Auszeit zu nehmen von Warhammer 40.000. Und zwar ganz einfach, für mich war jetzt ausschlaggebend die Erscheinung des neuen Codex Space Marines und das, was damit einhergeht, beziehungsweise auch geplant ist für nächste Zeit. Denn ja, also wir haben hier ja die Roadmap, haben wahrscheinlich eh schon alle mitbekommen. Und ich als Blood Angel Spieler freue mich natürlich in der Hinsicht schon, dass hier im Dezember dann der neue Blood Angels Codex erscheinen soll. Aber als jemand, der nur gelegentlich spielt und bei weitem kein Turnierspieler ist, bin ich jetzt für mich an einem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, ich weiß für mich persönlich nicht so recht, wie ich damit umgehen soll, wie ich hier jetzt weitermachen soll, denn ich habe irgendwie aktuell überhaupt keine Lust, jetzt schon wieder Geld in die Hand zu nehmen für einen neuen Codex. Ja, ich weiß, diese Codex-Bücher, wenn man jetzt nur diese Sachen benötigt, weil, so wie in meinem Fall, weil man schon länger im Hobby ist und eigentlich figurentechnisch eh schon alles hat, dann ist das jetzt nicht so viel Geld, aber eben aus der Sicht, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin nur Gelegenheitsspieler und eben sowieso kein Turnierspieler und habe auch in letzter Zeit nicht wirklich gespielt. Da ist jetzt einfach die Frage für mich aufgekommen, will ich das jetzt weiterverfolgen oder nicht? Und es sieht danach aus, als wie wenn es erstmal nicht so sein wird, dass ich mich mit Warhammer 40.000 in nächster Zeit noch so intensiv beschäftige bzw. spielen werde. Denn jetzt habe ich die Situation, ich habe so gut wie nicht gespielt in der letzten Zeit, also 9. Edition, jetzt seitdem diese heraus ist, überhaupt noch nicht, obwohl ich mir gleich zu Beginn das Buch gekauft habe und eigentlich alles hätte, um spielen zu können. Aber jetzt das rückwirkend betrachtet, ich habe mir eben 2018 den aktuellen Blood Angels Codex gekauft, der ja jetzt eigentlich nicht mehr gültig ist. Habe jetzt davon 2018 bis jetzt fast keine Spiele gespielt, eben wie gesagt nur Gelegenheitsspieler und da sehe ich jetzt einfach nicht den Grund darin, jetzt schon wieder Geld in die Hand anzunehmen. Ich habe eben mir dann auch das Psychic Awakening Buch geholt, Blood of Baal, das ja jetzt da mit der neuen Situation auch nicht mehr, zumindest nicht mehr komplett gültig ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, was hier drinnen steht in diesem neuen Index Astartes Blood Angels PDF, das Games Workshop veröffentlicht hat. Ihr könnt mich dort gerne korrigieren, wenn ich dort falsch liege und das ganz normal weiterverwenden kann, aber soweit ich das gesehen und verstanden habe, ist die Situation jetzt die, dass eigentlich mein vor 2 Jahren gekaufter Blood Angels Codex, eben wie gesagt kaum gespielt, eigentlich ungültig ist. Ich müsste mir jetzt, um spielen zu können, den aktuellen neuen Space Marine Codex für die 9. Edition kaufen, was grundsätzlich nicht das Problem wäre. Der Punkt, der mich hier nur ein bisschen davon wieder abhält, ist der, dass ich mir voriges Jahr den letzten Space Marine Codex gekauft habe, weil soweit ich auch weiß, ist der erst voriges Jahr herausgekommen und jetzt ein Jahr später mit der 9. Edition gibt uns Games Workshop schon wieder einen neuen Space Marine Codex und einen Grund oder die Notwendigkeit eigentlich schon wieder einen Codex kaufen zu müssen, um überhaupt die aktuellen Regeln zu haben. Und da habe ich jetzt für mich mal entschlossen, das ist für mich genug. Dazu habe ich kein Interesse, denn ich hätte sonst alles gehabt, um meine Blood Angels weiterzuspielen. Jetzt müsste ich mir aber eben diesen neuen Space Marine Codex kaufen und dann zusammen mit diesem PDF Index Astartes Blood Angels könnte ich in der 9. Edition meine Blood Angels weiterspielen. Alles andere, was ich mir in den letzten beiden Jahren gekauft habe, also das letzte Codex Blood Angels und auch
also ist komplett ungültig, und auch Psychic Awakening Buch ist zumindest nur mehr in Teilen benutzbar, wenn überhaupt. Und da wurde jetzt für mich eine Schmerzgrenze dann überschritten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt war es das Ganze mal für mich, auch in Verbindung damit, weil ich eigentlich in den letzten Monaten nicht wirklich viel mitbekommen habe von der 9. Edition Warhammer 40.000 und auch nicht so wirklich die Lust jetzt dazu bekommen hätte, mich jetzt wirklich intensiv damit zu beschäftigen, einzulesen und zu sehen, was jetzt so alles neu ist in der 9., um überhaupt mal zu spielen. Daher, ich glaube, es ist die beste Entscheidung, jetzt mal ein wenig Pause zu machen. Ist in dem Fall das erste Mal in der Hinsicht, weil ich war eigentlich, seitdem ich ins Hobby gekommen bin, immer in irgendeiner Art und Weise mal mehr, mal weniger involviert und habe mir auch immer alles geholt, um up to date zu sein. Und das sind jetzt da doch schon 20 Jahre, seitdem das so ist. Und jetzt ist einfach mal ein Punkt für mich erreicht, wo ich gesagt habe, vielleicht tut mir so eine Pause mal ganz gut. Und ja, daher weiß ich jetzt nicht, aktuell noch nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, mir den neuen Codex Space Marines zu kaufen, und auch weil eigentlich brauche ich ja sonst nichts theoretisch gesehen, um hier zu spielen, aber ich habe einfach keine Lust darauf, und ich weiß nicht, vielleicht im Dezember, wenn dann der neue Blood Angels Codex dann erscheint, sieht die Situation vielleicht ein bisschen anders aus, aber das kann ich dann zu diesem Zeitpunkt dann entscheiden. Falls aber irgendjemand von euch sagt, okay, das, was ich hier gesagt habe, ist totaler Blödsinn, denn ich kann meine aktuellen Kodizes und meine aktuellen Bücher alle weiterverwenden aktuell, und ich habe das nur falsch verstanden, dann bitte in die Kommentare, damit ich das mitbekomme. Denn es ist nicht so, dass ich das Spiel nicht mehr mag oder nicht mehr spielen möchte. Es ist nur einfach so, dass ich aktuell mit eben verhältnismäßig wenig Beschäftigung jetzt mit der neuen Edition für mich eine Situation erreicht habe, wo ich einfach gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr, mir jetzt da 1, 2, 3 Bücher jetzt oder in den nächsten Monaten dann zu kaufen, nur um up to date zu sein mit den Regeln, spielen zu können, um dann möglicherweise, wenn es ganz blöd läuft, dann in 2 Jahren schon wieder mal einen neuen Codex zu bekommen, weil so ganz ist das ja nicht aufgegangen, so wie ich das verstanden hätte. Sollte ja die letzte Edition sowas Ähnliches wie die beste werden und auf der nur mehr aufgebaut werden, was ja auch nicht passiert ist. Also ich weiß noch ehrlich gesagt nicht, wie es dann grundsätzlich weitergehen wird mit Warhammer 40.000 bei mir, denn ich habe ja nicht nur Blood Angels, sondern auch andere Armeen. Und da würde es mich auch interessieren, wie sieht es zum Beispiel aktuell mit den Grey Knights aus. Da werde ich mich zwar noch einlesen und mir das Ganze ansehen, aber das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Hier sehe ich, hier gibt es auch ein Codex Grey Knights Update, muss ich mir dann jetzt im Anschluss einmal ansehen. Ist das ein komplett neuer Codex Grey Knights, mehr oder weniger, sodass der aktuelle gedruckte Codex auch wieder ungültig geworden ist, oder sind das nur Änderungen? Also das bitte vielleicht gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, würde mich interessieren, weil dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit für mich, dass ich sage, okay, ich lasse die Blood Angels mal Blood Angels sein und spiele mal die Grey Knights, die ich eigentlich im Laufe der 8. Edition sowieso überhaupt nicht angerührt hatte. Oder eben eine andere Möglichkeit, die es natürlich auch noch gäbe, wären die Harlekine bzw. Drukhari. Dort habe ich mir schon vor Ewigkeiten auch Figuren zugelegt, die zum Großteil aber noch nicht mal gebaut sind. Vielleicht sehe ich mir das auch mal an, dass ich in die Richtung weitergehe, aber erstmal, zumindest für die nächsten paar Wochen, wird es das mal gewesen sein zum Thema Warhammer 40k bei mir, wo ich mich jetzt auch gar nicht allzu sehr mehr damit beschäftigen möchte, und danach mal schauen vielleicht,
dann wirklich das Thema Grey Knights, Drukhari oder Harlequin in Angriff nehmen. Und wie seht ihr das eigentlich aktuell mit dem Erscheinen des neuen Codex und dem quasi ungültig sein der ganzen alten Codex, Space Marine Varianten, Bücher und der aktuellen Situation jetzt mit den neuen Kodizes, die jetzt da dann auch erschienen sind und erscheinen werden in nächster Zeit? Freut ihr euch schon drauf oder sind da vielleicht auch ein paar Leute dabei, die in eine ähnliche Richtung denken wie ich und eigentlich doch nicht mehr oder vielleicht doch auch überlegen, ein bisschen mal eine Pause einzulegen? Auch das bitte gerne in die Kommentare und dann verabschiede ich mich mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.